Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ja heute in Hattingen, mache eine kleine Tagestour bei der Burg Blankenstein. Und ja, wir haben Sonntag und ich habe wieder ein kleines Trekking bzw. Wanderwochenende hinter mir. Denn diesmal habe ich nicht in einem Zelt geschlafen, wie sonst immer, sondern in meinem eigenen Campingvan. Und ja, ich habe viele Anfragen bekommen. Ich soll mal vielleicht ein Video über meinen Van machen oder auch über die Innenausstattung mal, weil viele Leute sich gefragt haben, wie sieht sowas aus? Wie benutzt du den Van, wenn du so ein Wanderwochenende oder ein Trekking-Wochenende machst? Und ja, das würde ich hier gerne zeigen, deswegen besteht das Video heute aus 2 Teilen. Ich mache gerade die Wanderung, blende aber gleich einmal runter zum Parkplatz und stelle euch mal mein Auto vor. Es ist ein Pössl Vancer, den ich jetzt seit ein paar Wochen habe. Und dann werde ich hier die Runde weitermachen in Hattingen. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr mich da noch ein bisschen begleiten. Da erzähle ich auch noch was über die kommende Trekking-Tour in Schweden, die ich in 3 Wochen mache und wofür ich auch jetzt hier zum Beispiel heute trainiere. Und ja, wie gesagt, für alle, die mal den Van sehen wollen, dann schaut euch das einfach mal an. Ja, nochmal ein kurzes Vorwort, bevor ich euch das vorstelle. Ich habe mir den Van hauptsächlich geholt, um so kleine Mikroabenteuer oder kurze Trekking-Touren auch besser mal spontan am Wochenende machen zu können. Falls ihr meine anderen Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich zum Beispiel den Rheinsteig immer nur Wochenende gemacht habe und dann zum Beispiel Freitag mit dem Zug angefahren bin und ja, bis Sonntag dann unterwegs war. Und ja, das geht so gerade noch von der Distanz, wenn ich zum Beispiel von Essen aus losfahre mit dem Zug. Das Problem ist eben, wenn ich mal ein bisschen weiter weg möchte oder länger arbeiten muss, dann ist es eben relativ doof, wenn ich mit dem Zug oder mit dem Auto irgendwo hinkomme und dann noch ein paar Kilometer in den Wald laufen muss und da dann erst, wenn es dunkel ist, halt einen Schlafplatz suchen muss. Ja, endlich am Parkplatz angekommen. Zwar nicht den in Hattingen, weil nach der Wanderung kam plötzlich ein Gewitter, sodass ich jetzt ein paar Tage gewartet habe, um das Video zu drehen. Aber jetzt mache ich mal hier auf einem anderen Parkplatz kurz die Vorstellung. Also hier ist der Pössl Vancer 120 PS und ein Dieselfahrzeug. Und ich will auch gar nicht so sehr jetzt auf die Motoreigenschaften eingehen, denn das ist ja eigentlich jetzt nicht interessant für uns. Aber falls ihr so ein Auto schon mal gesehen habt, es gibt halt ein Aufstelldach oben, was man ausfahren kann, das zeige ich euch gleich. Dort können dann bis zu 2 Personen auf einer Breite von 1,10 Meter schlafen. Und wenn man so wie ich hinten noch einen Auszug im Kofferraum hat, dann können da auch noch 2 Leute schlafen, nämlich mit einer ausklappbaren Matratze. Also bis zu 4 Schlafplätzen, man kann bis mit 4 Leuten unterwegs sein oder eben zu zweit ja, sehr luxuriös, indem dann einer oben schläft und einer unten. Und ja, weil ich den hauptsächlich für die Outdoor-Aktivitäten nutzen möchte und das ja schon mal sehr nass und dreckig werden kann, habe ich als erstes eben direkt unter das ganze Fahrzeug oder auf dem Boden hier eine Bodenplatte aus Holz eingebaut. Darunter war eben, wie man da sieht, nur normaler Stoffboden. Habe dann noch ein paar Teppiche drüber gelegt, einfach damit diese Schienen hier ein bisschen verdeckt sind. Die werden eben benutzt, um die Sitzreihe da vorne zu verstellen. Hier war auch mal ein Einzelsitz drin, den habe ich aber rausgenommen, weil nur so kommt man dann gut auch an die Sachen hinten dran, auch irgendwie im Stand und auch während der Fahrt zur Not. Und so haben halt 4 Leute auch ausreichend Platz. Und ja, ich habe mir Sitzbezüge gekauft von Drive Dressy, die halt meines Erachtens auch ein bisschen besser aussehen. Das waren vorher so weiß-graue Sitze, jetzt alles schön in schwarz. Das Coole ist, dass sie auch bei 30 Grad waschbar sind. Also eigentlich, wenn der Boden halt irgendwie dreckig ist, kann ich den super wischen und aussaugen und die Sitze einfach in der Waschmaschine reinigen. Ja, die Teppiche, wie gesagt, habe ich hier drauf, damit es ein bisschen wohnlicher aussieht. Ich gehe hinten auch nicht mit Schuhe rein, nur halt hier vorne, wo ich auch noch so eine schwarze Fußmatte reingepackt habe und die kann dann meinetwegen dreckig werden. Und ja, wenn ich die Schuhe ausziehe, kommen die eigentlich meistens dann unter die Sitzbank. Ja, wenn wir uns das mal hier von drinnen anschauen, dann kann man eben hier schon gut sitzen, wie gesagt. Man hat noch die Möglichkeit, die Sitze eben umzudrehen. Ich mache das mal kurz. Wie man sieht, ist das eine ziemlich schnelle Angelegenheit und jetzt kann man schon erkennen, dass man hier mit 4 Leuten auch gut Platz hat. Ich habe auch noch einen kleinen Tisch im Kofferraum, der eben mit seinen 4 Beinen genau hier auf diese Gummimatte auf den Rändern drauf passt.
Und dadurch verrutscht die eben nicht im Stand, wackelt auch nicht und man kann mit 4 Leuten hier dann super sitzen, auch kochen. Ich blende euch mal nebenbei auch ein paar Fotos ein, weil ich hier nicht unbedingt das alles irgendwie aufbauen möchte mit Tisch und Kocher. Aber was man noch zeigen kann, ist eben das, was mich so an dem Fahrzeug überzeugt hat, eben hier oben das Aufstelldach. Da kann man einfach die Verkleidung hier abmachen, die hat einen kleinen Sichtschutz und dann gibt es ja auf jeder Seite einen Gurt, den man ganz leicht lösen kann. Und noch 2 Schienen zur doppelten Sicherung. Dann kann man das Ganze auch schon hoch machen. Und ja, das ist eben normaler Zellstoff, wie man das eigentlich auch so vom Outdoor-Equipment kennt. Man hat hier noch 3 Fenster, die man aufmachen kann und eben 2 Schlafplätze oben. Und wenn ich hier drin eben stehen möchte, kann ich wie bei einem T6 oder so auch einfach das ganze Dach hier hoch machen und kann dann super hier stehen und ja, Licht reinlassen und alles weitere. Dann Lampe ist hier auch noch, USB-Aufladekabel, das wird alles noch über die Autobatterie. Und ja, ist dann sehr praktisch eigentlich. Und ja, hier hinten habe ich noch eine Kühlbox stehen, das dient als mein Kühlschrank. Ich habe keinen Kompressorkühlschrank, sondern eine Kühlbox, die eben auch über Strom betreibbar ist. Und das Auto hat an verschiedenen Stellen noch Kfz-Steckdosen, zum Beispiel hier hinten. Und ich kann einfach mit dem Kabel dann die Kühlbox während der Fahrt dort anschließen. Die kann man auch an Landstrom anschließen, also normalen 230 Volt Stecker. Und sogar, wenn man möchte, bei der von Severin hier an eine Powerbank. Und das ist eben das Konzept, was ich mir auch bei dem Auto so ein bisschen überlegt habe. Habe ich mir vom Ultraleicht-Tracking vielleicht ein bisschen abgeguckt. Also alles sehr kompakt, sehr minimal gehalten. Deswegen habe ich hier auch gar nicht viel Kram rumliegen. Denn alles, was ich habe, ist hinten in 4 kleine Boxen gepackt. Und das sieht man auch hier schon mal so ein bisschen. Also das ist eben so eine Schlafkombination. Und darunter haben wir ein bisschen Stauraum. Hier zwischen packe ich eigentlich dann meistens meinen Wanderrucksack oder auch eine kleine Tasche, wenn ich mal so am Wochenende unterwegs bin. Hier habe ich sonst nur meinen Tisch noch liegen und eben meinen Koffer, den ihr gerade schon auf dem Foto gesehen habt. Und jetzt gehen wir mal nach hinten. Cool bei dem Auto ist übrigens auch noch, dass man dieses Fenster hier separat aufmachen kann. Und falls man dann eben auf der Matratze hier schläft, schläft man ungefähr auf derselben Höhe wie das Fenster hier und kann dann das Fenster auf Kipp machen, um das Ganze gut auszulüften. Im Kofferraum sehen wir dann nochmal diese Kombination. Ich kann eben 2 Sachen ausziehen, habe ein normales Alu-Waschbecken, das ich eben nutzen kann, um irgendwie Geschirr abzuspülen. Kann es auch rausnehmen. Kann damit Wäsche waschen zur Not. Hier haben wir Waschtabs dabei. Hier kann man auch gut kochen. Hier sieht man eben diese 4 Kisten, die ich mir geholt habe, die da maßgeschneidert quasi reinpassen. Und ich habe da wirklich alles drin, sodass man mit bis zu 4 Leuten wirklich einfach spontan mal 4-5 Tage wegfahren kann und jeder quasi nur eine Zahnbürste braucht. Und ich habe für 4 Leute hier so kleine Luftschaumkissen immer drin, die man so auch vom Camping kennt. Ich habe 2 Wassertanks, die einen weiten Hals auch haben, einen Zapfhahn, die jeweils 12 Liter, also Frischwasser, kein Abwasser. Die kann man dann einfach hier super oben drauf stellen und ja, sich dann quasi die Hände waschen. Und den Weithals habe ich mir deshalb geholt, weil ich eben hier zum Beispiel noch eine Outdoor-Dusche habe, die auch über USB läuft und die ich auch an eine Powerbank anschließen kann. Und die wird einfach hier oben in so einem Haken montiert, den ich hier fest immer dran habe. Und dann kann man eben hier super stehen und nach einer Wanderung dann abends noch entspannt duschen. Ich habe hier in der Kiste auch immer 4 Stühle drin, die sind so klein, die kann man super aufbauen, passen auch zu der Tischhöhe. Ich blende euch auch mal ein Foto ein, wie das so draußen aussieht, wenn man dann da sitzt. Und habe jetzt immer... Kurze Pause wegen dem Krankenwagen und das Mikrofon war auch nicht an. Ich habe gesagt, dass ich eben diese beiden Gaskartuschen immer drin habe, 450 Liter, die man so auch beim Trekking oft benutzt, weil es irgendwie das nur ein paar Wochen geht. Und damit kann ich einerseits meinen Campingkocher betreiben und im Winter habe ich auch einen gewissen Gasheizer, den man eben auch gut im Auto verwenden kann. Der hat einen Sauerstoffwarner, CO2-Warner und einen Kippschutz. Ich habe hier noch einen kleinen Hobo-Kocher drin. Ich habe hier 3 Töpfe drin, eine Pfanne und alles in dieser kleinen Kiste. Und wie gesagt, kann ich das Ganze auch einfach rausnehmen, hier tragen und komme dann auch
von drinnen und von draußen an den anderen Sachen hinten dran. Ich will gar nicht jetzt im Detail aufzählen, was ich hier so alles drin habe, aber wie gesagt, immer alles für 4 Leute, 4 große Teller, 4 kleine, 4 Gabeln, 4 Löffel, alles in diesen Kisten eigentlich gut verstaut. Falls ihr da Interesse habt, was ich da noch so alles drin habe, dann verlinke ich das unten in der Beschreibung auch mal. Da kann jeder nochmal genau gucken. Und falls ihr irgendwie Fragen zu der Ausrüstung habt, falls ihr das irgendwie auch für euer Auto mal kaufen wollt, dann kann ich euch da gerne auch noch Details zu geben, Fragen beantworten, welche Links geben. Ich habe auf jeden Fall eine Menge kleiner elektrische USB-Geräte drin, wie auch einen Handstaubsauger, die sich dann alle über eine Powerbank laden lassen. Und so konnte ich dann eben auf eine zweite Batterie im Auto verzichten. Ein sogenanntes Autark-Paket. Denn ich habe hier vorne im Handschuhfach immer 2 Powerbanks drin. 30.000 mAh. Sieht man vielleicht da ein bisschen, bei euch jetzt nicht rausholen, aber da drin ist auch ein kleiner Kfz-Stecker und die laden sich während der Fahrt immer wieder sofort auf mit bis zu 45 Watt über den kleinen Kfz-Anschluss. Und damit kann man schon auch mit 4 Leuten, mit diesen niedrig Stromverbrauchsgeräten, die ich hier im Auto habe, 3 bis 4 Tage mal komplett autark stehen und da eben alle Geräte an Bord betreiben, Handys laden und zur Not auch eben mal einen Kühlschrank eine ganze Nacht betreiben. Und das ist eigentlich schon sehr effizient. Und ja, wenn man dann eben abends schlafen will, klappt man dann eben noch die beiden Sitze aus. Und bei dieser Schlafkombination, die ich mir danach gekauft habe, da spannt man an diesen Stellen hier einen Gurt. Den habe ich auch immer in der vorderen Tür liegen. Der wird quasi von hier auf die andere Seite gespannt und das dient dann eben als Säule für diesen Auszug, den ich hier habe. Und wie das aussieht, da blende ich gerade auch noch mal ein Bild ein. Und wie gesagt, schläft man dann eben hier unten und oben habe ich dann jetzt gerade, wenn dort keiner schläft, so ein paar Verdunklungsmatten und zwar magnetische, die dann passgenau für jede Scheibe einfach reingedrückt werden können. Und kann ich mal vielleicht kurz eine zeigen, die liegen hier oben. So sehen die aus und das ist halt super praktisch, dass man da nicht mehr mit Saugnäpfen irgendwie arbeiten muss. Und ja, wie gesagt, einerseits verdunkeln die das ganze Auto dann, sodass man dann auch bei Sonnenlicht unten gut schlafen kann und wenn man irgendwie weggeht, dann isolieren die das Fahrzeug auch noch ganz gut. Zuletzt habe ich hier hinten rechts noch immer Decken auch sogar für alle Leute, die theoretisch mitfahren. Immer 4 kleine Fließdecken, die aber trotzdem noch für eine Person reichen. Ich glaube, die sind 1,80 lang und dann noch 2 große, die 2,40 x 2,20 sind. Und damit kann man eigentlich schon dann hier entspannt in 3 Jahreszeiten zumindest schlafen. Wenn es halt ganz, ganz kalt wird im Winter, müsste man noch einen Schlafsack mitnehmen, den ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Wochenende tracken gehe, sowieso immer bei habe. Ansonsten, wie gesagt, habe ich dann auch noch die Heizung. Und zum Schluss kann ich noch vielleicht einmal draußen zeigen, wo hier der Landstromadapter ist. Ist jetzt fast hier hinter der Tür, aber hier habe ich dann eben die Steckdose, wo dann der Außenstrom reinkommt. Und das sieht man jetzt nicht so gut. Hier links neben dieser Box ist dann eben noch so ein kleines Fach, was von Pössl eingebaut worden ist. Und dort habe ich dann eben zum Beispiel eine Dreier-Steckdose drin, noch ein USB-Ladegerät und auch noch eine 500 Watt Elektroheizung, die ich, wenn ich irgendwie mal stehen sollte auf einem Stellplatz oder Campingplatz, wo ich Landstrom habe, dann kann ich da dann auch die ganze Nacht über diese Elektroheizung reichen und heizen. Und ja, das Auto ist eben vom Innenraum her noch so klein, dass sobald eine Gasheizung, eine Elektroheizung irgendwie nur 5 Minuten an ist, das ganze Auto echt super aufgeheizt ist. Und da das auch ein recht neues Fahrzeug von 2021 ist, ist das auch sehr gut isoliert und da habe ich bis jetzt eigentlich keine Probleme gehabt mit der Kälte oder mit der Hitze. Ja, ich glaube, das war es alles. Obwohl eine Sache sehe ich gerade noch. Auch ein Gerät, was ich noch gekauft habe, was ganz cool ist, ist so eine kleiner Wasserkocher, der auch über 12 Volt eben läuft und der passt hier auch genau rein an 750 Milliliter. Und wenn man dann irgendwie mal morgens aufsteht oder auch während der Fahrt irgendwie Durst hat, kann man da schnell mal Wasser kochen und dann habe ich hier auch immer griffbereit Tee, Kaffee und sogar so kleine Holzstäbchen und kann mir dann immer spontan auch einen Kaffee irgendwie noch nach der Wanderung kochen. Kleine magnetische Lampe, die ich auch noch empfehlen kann, habe ich hier unten. Jetzt so 3 Helligkeitsstufen, eine integrierte Powerbank und die hält eigentlich so überall. Kann man theoretisch auch gut irgendwie auf eine Trekking-Tour mitnehmen. Wiegt ein bisschen, aber ist auch angenehm, wenn man die im Zelt zum Beispiel hat, falls es irgendwie nicht so ganz lange ist.
Und wie gesagt, ich könnte noch ein bisschen drüber reden. Hier gibt es so viele Sachen, die ich im Auto habe. Aber ihr könnt euch das mal, falls ihr Interesse habt, in der Beschreibung durchlesen. Aber ich hoffe mal so, dass ihr da mal einen guten Eindruck bekommen habt, wie sowas aussehen könnte. Und alle, die das mal sehen wollten, hoffe ich, dass ich hiermit so ein bisschen zufriedenstellen konnte. Und falls ihr jetzt Lust habt, dann könnt ihr mich noch auf der Wanderung zu Ende begleiten. Bis dann. Ja, das war's soweit mit der Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr konntet mal einen kleinen Einblick kriegen, wie sowas aussehen kann. Vielleicht habt ihr selbst Interesse, mal irgendwie so ein Peugeot Vanster zu kaufen oder auszuleihen zumindest, oder auch euer Auto zu nutzen, um da mal eine kleine Tour mitzumachen und da zu schlafen. Ja, ich laufe jetzt hier noch meine Runde weiter. Wie gesagt, bin ich hier in Hattingen und ich laufe eine kleine Runde, nur die ich schon oft gelaufen bin. Ich glaube, die ist nur 5 bis 10 Kilometer lang, ich weiß das gar nicht genau. Aber das war damals meine erste Wanderung, die ich so effektiv mit dem Ziel gemacht habe, eine Wanderung zu machen. Da hatte ich noch keine Erfahrung, habe einfach mal gegoogelt, Wanderungen in der Nähe, und ja, habe dann die in Hattingen gefunden, die ich auch sofort richtig gut fand. Und ja, das ist schön, die ab und zu mal wieder zu laufen. Ich finde die nach wie vor bis heute gut. Ich werde die auch mal verlinken, eignet sich auf jeden Fall mal gut, um Sonntagmorgens irgendwie eine Runde zu laufen. Und ja, die gibt es auch nicht bei AutoActive. Ich glaube, ich lege die einfach mal an, verlinke euch die dann. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt noch ein Stück mit und ich erzähle noch was, wie gesagt, über meine Schwedentour, die ich in ein paar Wochen habe. Ja, das gerade war die Burg Blankenstein, einer der Höhepunkte, würde ich sagen, dieser kleinen Runde, und auch einer von 2 Burgen auf der kleinen Runde, weil man startet, oder ich starte zumindest, immer am Parkplatz vom Haus Kemnade. Kennen vielleicht einige, ist auch, ich glaube, eine Burg oder ein Schloss direkt beim Kemnader See, und von da aus läuft man dann eben ja, diese kleine Runde hier los bis zur Burg Blankenstein, durch einen schönen Wald, durch ein kleines Tal und jetzt hier eben auch über Felder, was sehr abwechslungsreich ist, finde ich immer. Ja, und wie gerade schon angekündigt, habe ich dieses Jahr in 2 oder 3 Wochen jetzt vor, den Königsweg oder den Kungsläden in Nordschweden zu laufen. Und falls ihr den kennt, dann wisst ihr, dass der schon sehr, sehr lange ist. Ich laufe allerdings nur die nördlichsten 300 Kilometer von Abisko, dann südwärts. Könnt ihr mal auf der Karte gucken. Das ist ziemlich am Polarkreis, schon ganz weit oben. Und da fahre ich auch mit dem vorgestellten Vanster eben hin, zusammen mit Philipp, den ihr schon aus dem Rheinsteig-Video kennt, und noch einem Freund von mir, Sebastian, mit dem ich letztes Jahr den West Highland Way gelaufen bin. Und wir 3 fahren eben zusammen mit dem Vanster nach Stockholm und von da aus dann nochmal 15 Stunden mit dem Zug nach Norden. Und ja, insgesamt werden wir 10 Trailtage haben, wahrscheinlich 11, weil wir einen Ruhetag in der Mitte machen wollen. Und ja, das ist ein Durchschnittspensum von etwa 30 Kilometer bei 300 eben. Und ja, hauptsächlich werden wir dann nur mit unseren Trekkingzelten schlafen. Es gibt auch Schutzhütten da, auch ja, besetzte Hütten, sage ich mal, wo man auch gegen eine kleine Gebühr zelten kann, Trinkwasser bekommt, auch ein paar kleine Sachen kaufen kann. Allerdings sind die immer sehr überfüllt und zu Corona jetzt vielleicht auch ein bisschen beschränkt. Und da wir in Schweden das Jedermannsrecht haben, ist es überhaupt kein Problem, da überhaupt irgendwo zu zelten. Ja, und das Video hier gerade ist auch erstmal das letzte, was ich jetzt vor der Tour drehe. Wie gesagt, trainiere ich so ein bisschen auch dafür und wandere mich hier ein. Und das nächste Video werdet ihr dann wahrscheinlich erst in 3, vielleicht sogar 4 Wochen sehen, denn ich werde die ganze Schweden-Tour auf jeden Fall auch filmen. Die gesamte Tour wird insgesamt 17 Tage dauern. Die An- und Abreise dauert natürlich ein bisschen und wir haben uns 2 Wochen Urlaub genommen und nutzen auch die 3 Wochenenden dabei voll. Und das Ganze findet eben zu wärmsten Jahreszeiten da oben statt, Ende Juli.
Und letztes Jahr bin ich den Sauerland-Höhenflug gelaufen. Da habe ich auch ein kurzes Bildervideo drüber gemacht. 283 Kilometer, glaube ich, von Essen komplett durch Sauerland bis nach Korbach. Und ich komme gerade darauf, weil ich eben auch hier durch Hattingen gelaufen bin und von da oben ungefähr kam und ja, da weiter ins Sauerland gelaufen bin. Und das war auch zu derselben Jahreszeit, Anfang August, und super, super warm. Also das war das Einzige, was die Tour so ein bisschen gedrückt hat, weil wir einfach zur wärmsten Zeit des Jahres gelaufen sind. Und das Schöne ist diesmal eben, dass ja, zur Hochzeit dieses Sommers wir in Schweden sind und da natürlich die Temperatur sogar im Hochsommer nachts bei unter Null liegen kann. Übrigens ist es da auch 24 Stunden hell, von daher brauche ich auch keine Kopflampe und werde auch schön in der Nacht immer ganz gut filmen können. Aber ich glaube, das ist schon angenehmer da mit der Temperatur. Denn eigentlich wandere ich auch am liebsten ja, so im Frühling und Herbst meistens. Und längere Touren im Hochsommer in Deutschland würde ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr machen wollen. Ja, jetzt sind wir auch hier schon im letzten größeren Waldstück der Route, dem letzten Drittel würde ich sagen ungefähr. Und hier bin ich auch damals oder letztes Jahr durchgelaufen zum Sauerland-Höhenflug. Da musste man dann irgendwie rechts lang, ich laufe hier gleich aber links wieder zurück zum Haus Kemnade. Und ich weiß noch, dass wir letztes Jahr so eine große Trockenheit hatten im August und ich war ja schon vorher ein paar Mal hier und wusste ganz genau, dass da unten ein kleiner Bachlauf oder eine Wasserquelle war. Und auf den haben wir uns auch verlassen. Und natürlich, wie es kommen musste, war alles komplett ausgetrocknet. Hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Und ja, wir hatten kein Wasser. Bis auf ein paar Pferde waren da sonst nichts mehr. Und ja, wir sind dann ein Stück weiter gelaufen, weil ich auf der Karte eine Wasserquelle gesehen hatte. Allerdings ja, war das anscheinend von dem ehemaligen Sportplatzgelände eine Wasserquelle, die gar nicht mehr existierte. Also das ganze Gebäude, wo irgendwie das Wasser war, wurde abgerissen. Und wir mussten dann bei einer netten Frau, die dort gewohnt hatte, anklingeln und die hat uns dann mit Wasser versorgt. Also manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt die letzten Meter zurück zum Auto gehen. Ich hoffe, das ganze Video hat euch ein bisschen gefallen oder interessiert. Vielleicht, wie gesagt, habt ihr mit dem Auto ein paar neue Ideen für eure möglichen Touren mal gewonnen und versucht vielleicht die Wanderung hier auch mal, wenn ihr aus der Nähe kommt. Ansonsten, wie gesagt, werde ich die nächsten Wochen keine Touren mehr machen, sondern nur noch ja, kleine Wanderungen, so wie die, vielleicht zum warm bleiben und trainieren für den Kungsläden. Und ja, ich freue mich darauf und ich hoffe, ihr schaltet dann auch mal ein, wenn das Video online kommt in ein paar Wochen. Und ja, hat euch ansonsten das Video schon gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.